Ich wollte keinen teuren Osterhasen kaufen, also habe ich ausprobiert, ob man das nicht auch selbst hinbekommen kann. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob sich das lohnt, weil man diese Form braucht. Aber man kann sie jedes Jahr wiederverwenden. Ich habe hier 100 Gramm Zartbitterkuvertüre. Bitte keine normale Schokolade verwenden. Kuvertüre enthält mehr Kakaobutter und lässt sich besser verarbeiten. Ich schneide sie klein und nehme etwa ein Fünftel, also 20 Gramm beiseite. Die restlichen 80 Gramm schmelze ich vorsichtig über einem Wasserbad. Wichtig ist, dass die Schokolade nicht zu heiß wird, maximal etwa 38 Grad Celsius. Nur so wird sie später wieder schön fest und löst sich gut aus der Form. Ich rühre dabei ständig und nehme die Schüssel schon vom Topf, bevor alles vollständig geschmolzen ist. Jetzt gebe ich die restlichen 20 Gramm dazu und rühre, bis sich alles aufgelöst hat. Das sorgt dafür, dass die Schokolade später keine Schlieren bekommt und schön glänzt. Hier habe ich die Hasenform. Ich streiche die erste Hälfte mit einem Pinsel aus, dann die zweite. Die Schokolade wird schnell fest, deshalb arbeite ich zügig. Für mehr Stabilität werden beide Hälften noch ein zweites Mal ausgestrichen und ich streiche den Pinsel wie gezeigt an den Rändern ab, weil dort die Hälften später verbunden werden. Danach ziehe ich die Ränder sauber ab und stelle die Form für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich löse die Hälften wie gezeigt vorsichtig aus der Form, das klappt erstaunlich gut. Mit Handschuhen vermeide ich Fingerabdrücke. Zum Verbinden schmelze ich eine kleine Menge Schokolade und gebe sie auf die Kanten. Zusätzlich erwärme ich ein Messer leicht und fahre damit über die Ränder. Dann setze ich beide Hälften zusammen. Das funktioniert sofort. Und da ist er, mein eigener Osterhase. Nicht perfekt, aber genau das macht ihn aus. Lohnt sich das? Ich finde ja. Man braucht etwas Geduld und eine Form, aber man bekommt einen schönen Hasen und ist nicht den momentan extrem hohen Preisen ausgeliefert. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.